Das sind so 3 kritische Dinge, die müsst ihr unbedingt vermeiden, wenn ihr gerade in der Anzucht seid, in der Vorzucht, Decklinge habt, wie auch immer. Das ist essentiell, dass eure Kleinen gut wachsen und ihr einen super Grow habt. Fangen wir mal an mit Punkt 1 und das ist die Temperatur. Ihr seht schon im Hintergrund, was jetzt hier gerne am Fenster passieren kann. Hier strahlt eine ganz schöne Kälte ab. Die Fenster sind bei uns zumindest gut isoliert. Was jetzt sein kann, wenn ihr vielleicht schlecht isolierte Fenster habt, dass es super, super kalt wird. Ihr müsst aufpassen, dass ihr mindestens eine Temperatur von roundabout 20 Grad habt, damit eure Samen keimen, eure Stecklinge anwurzeln und sobald das geschehen ist, auch gut wachsen. Ich habe jetzt den Vorteil, ich habe hier auch eine Heizung drunter, also zur Not könnte ich mir hier die Heizung anknallen. Gerade reichen die Temperaturen gerade so aus und wenn es gar nicht geht, wenn ihr keine Heizung in der Nähe habt, die ihr verwenden könnt, dann nutzt auf jeden Fall eine Heizmatte. Ich packe euch mal den Link in die Beschreibung, dass die Füßchen von euren Kleinen eben nicht kalt werden. Machen wir mal weiter mit Punkt 2 und das ist die Lichtstärke und die Lichtstunden reichen noch nicht aus für ein dauerhaftes Wachstum am Fensterbrett. Es gibt was, das nennt sich Spargelwuchs. Das, wie der Name schon sagt, eure Pflanze sieht aus wie so ein Spargel, weil die Pflanze die ganze Zeit in die Länge wächst. Und das tut die Pflanze, weil sie auf der Suche nach Licht ist und sich dem Licht entgegenstreckt. Das passiert jetzt, wenn wir es, ihr seht es im Hintergrund, wenn wir es bewölkt haben, wenn wenig Sonne da ist. Selbst wenn die Sonne da ist, hat sie noch keine richtige Kraft und die Pflanze spargelt. Wieso ist Spargeln blöd? Die Pflanze wird super instabil, kann umknicken, bildet ihr Wurzelnetzwerk nicht richtig aus, betreibt keine richtige Photosynthese. Normalerweise würde die Pflanze eben die ausreichende Lichtenergie nutzen, um neue Blattmasse, neue Wurzelmasse auszubilden und das kann sie nicht, da sie eben nicht genug Licht dafür hat und das zeigt sie, indem sie sich eben danach streckt. Aber selbst wenn es ausreichen würde, reichen unsere Lichtstunden aktuell in Deutschland, in Berlin hier zumindest, noch nicht aus. Wir haben knapp 12 Stunden und, ich habe vorhin geguckt, 43 Minuten pro Tag Licht. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Das ist unter 13 Stunden. Unter 13 Stunden gehen photoperiodische Sorten in die Blüte. Das sollte man wissen. Das darf man nicht ganz so kritisch betrachten. Meine Anesia hier im Hintergrund, die ist auch eine photoperiodische Sorte. Das kann man mit Sämling und Steckling machen, aber eben nicht für Dauer. Also man könnte sich jetzt noch keinen Topf hier hinstellen und los geht's. Das würde eben noch nicht funktionieren. Wie umgehen wir das Ganze? Man holt sich eine Anzucht-LED, die man einfach aufs Gewächshaus hier auflegen kann. Das ist zum Beispiel eine Rooted LED-Leiste oder mein Favorit, ein Bloomstar Flux Shield 140. Ich packe euch die Links dafür mal in die Beschreibung und dann könnt ihr eben eure Intensität einstellen, die Lichtintensität und auch die Zeit mithilfe einer Zeitschaltuhr eben regulieren, dass ihr hier auch ein paar Sonnenstrahlen abbekommt und on top eure Zeit so einstellen könnt, wie ihr wollt und wie es der Pflanze eben passt. Dann kommen wir mal zu dem All-Time-Klassiker und das ist zu viel Gießen. Zu viel Gießen kann bei Sämlingen und Keimlingen, bei Jungpflanzen, aber auch bei Samen, ja ganz wichtig, dazu führen, dass der Samen entweder nicht keimt oder die Pflanzen absterben. Warum genau ist das so? Das liegt daran, dass kein Sauerstoff mehr ans Wurzelnetz oder an den Samen rankommt. Der Samen ertrinkt, sprichwörtlich, ja, deshalb kann man den auch nicht einfach in einem Wasserglas liegen lassen und keimen. Das kann man über einen begrenzten Zeitraum machen, dass er sich so ein bisschen mit Wasser vollsaugt, aber irgendwann ertrinkt er halt und das kann euch mit Jiffy-Torfquelltöpfen oder mit Kokosquelltöpfen genauso passieren. Wenn die zu nass sind und ihr immer wieder nachgießt, dann keimt der Samen nicht und genauso bei bereits vorgezogenen Jungpflanzen, die wachsen dann nicht weiter, Wachstumsstopp und sterben. Hatten wir in einem der letzten Videos auf dem Kanal, kann ich euch mal in der Beschreibung verlinken, da könnt ihr es euch nochmal anschauen, wie das in einem Praxisbeispiel aussieht. Also, was ist dafür der Workaround? Versucht, möglichst wenig Wasser hinzuzugeben, gerade wenn ihr so ein Anzuchtgewächshaus verwendet. Nutzt am besten so ein Pumpsprüher. Da baut ihr ein bisschen Druck auf und könnt ganz feinen Nebel versprühen und das reicht in den meisten Fällen schon aus, dass genug Feuchtigkeit mit in dieses geschlossene, ist ja ein halb geschlossenes System, einbringt und die Pflanzen eben nicht übergießt und da keine Gefahr läuft, entweder eure schicken, teuren Samen oder bereits sogar vorgezogene Pflanzen zu töten. Das sind meine Top 3 kritischen Fehler bei der Anzucht, bei der Vorzucht. An den Fehlern scheitert es wirklich und ich hoffe, ihr konntet aus dem Video jetzt ein bisschen was mitnehmen und macht diese Fehler nicht. Ich habe euch ein paar Artikel in die Beschreibung gepackt, die euch bei der Anzucht helfen und wir sehen uns bei einem der nächsten Videos. Bis dahin, ciao!